English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute ein Toke, ne? Gecko kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder. In dem Fall sogar ein Männchen. Man hört ihn nachts als Schreien, so das Toke, ne? Und so weiter. Also Toke sind schon super tolle Geckos, imposant, ne? Durch ihre Größe. Gleich wenn garstig sind sie, deswegen muss ich den jetzt hier relativ... Ich kann ihn nicht so schön auf die Hand setzen, wie man es mit manch anderen Geckos machen kann. Wobei, wenn man die wirklich von klein auf hat und sich echt Zeit nimmt und Mühe macht, dann kriegt man sogar so einen Toke-Zahm. Ne? Also ich habe schon richtig zahme Tiere gesehen von den Tokes. Das geht tatsächlich. By the way, die Tokes stehen jetzt auch unter Artenschutz. Seit 2, 3, 4 Jahren sind sie unter WA2. Finde ich super. Ne? Früher wurden die ja für, was weiß ich, 10, 20 Euro verramscht. Irgendwo in Asien wurden sie als Medizin zu zigtausenden oder hunderttausenden wurden sie als Medizin verarbeitet. Jetzt durch das Washingtoner Artenschutzabkommen ist das zum Glück nicht mehr ganz so möglich. Jetzt werden sie auch als Terrarientier, glaube ich, mehr geschätzt, werden mehr gezüchtet wie damals. Finde ich super. Also wirklich einer der tollsten Geckos meiner Meinung nach. Und ich denke, die nächsten 10, 20, 30 Jahre wird er noch viel mehr gezüchtet werden, weil es sich zu einem raren Terrarientier entwickeln wird. Und die sind es wirklich wert, dass man sich, also jedes Tier ist es wert, aber so ein Toke ist besonders wert, dass er gezüchtet wird. Ich kriege regelmäßig die Frage per E-Mail oder über sonstige Social Medias, was passiert, wenn mein Tier oder in der Regel, wenn meine Schlange vom Futtertier gebissen wird. Ne? Also es gibt Leute, die trauen sich nicht lebend zu füttern, weil sie Angst haben, oh, die Maus beißt meine Schlange. Oder manche trauen sich keine Ratten zu füttern, die sagen, ah nee, ich fütter lieber Mäuse. Wenn die Ratten beißen, dann ist das gefährlich für meine Schlange oder noch gefährlicher oder sowas. Diesem Thema möchte ich mich heute annehmen. Ich war am Suchen, ob ich bei uns irgendeine Schlange finde, die irgend so eine Bisswunde hat von der Maus, von der Ratte. Ne? Also wenn ihr euch das vorstellt, ne? Wenn die Schlangen fressen, ne? Dann schnappen die ja das Beutetier, würgen das. Und wenn die manchmal das Beutetier würgen, dann passiert es schon mal, dass die Maus oder die Ratte den Kopf noch gleich ein wenig frei hat und die Schlange hier irgendwie irgendwo reinzwickt in den Körper. Ne? Das sieht man manchmal beim Füttern. Um es gleich mal vorne wegzunehmen, meiner Meinung nach ist die Sorge völlig unbegründet. Ne? Also zum einen, ich meine, die Tiere, die machen das seit Jahrtausenden, wenn nicht gar, ne, Jahrmillionen werden es keine sein, aber zumindest viele 100.000 Jahre sind die auf dieser Welt, erwürgen ihre Beute und werden beim Erwürgen sicherlich mal gleich ein gebissen. Aber zum einen, die Haut von den Schlangen ist so dick, dass man meistens gar nichts sieht. Ne? Also die schaffen es nicht einmal, da irgendeine Verletzung zu machen, die Futtertiere. Oder aber es kann auch mal passieren, dass es minimal blutet, ne? Dass die Maus oder Ratte wirklich die Schlange so erwischt und beißt, dass da eine kleine Wunde da ist. Und dann kann da auch ein Tröpfchen Blut rauskommen oder so. Aber es ist nichts, was der Schlange wirklich gefährlich werden kann. Ne? Im Worst Case kann das Tier auch mal am Kopf gebissen werden. Ne? Das ist dann schon gleich ein wenig blöder. Oder aber, ich glaube, in meiner über 30 Jahren Terrarienlaufbahn, ich glaube, ich habe es einmal gesehen oder erlebt, oder ich weiß gar nicht, ob es bei uns war oder bei einem Bekannten, dass sogar eine Schlange mal ins Auge gebissen wurde und das Auge tatsächlich beschädigt war. Aber das, wie gesagt, habe ich jetzt in über 30 Jahren einmal erlebt. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr gering, dass das passiert. Wie gesagt, ich habe bei uns gesucht, ob ich ein Tier finde mit so einer Bisswunde. Ich habe leider kein Tier gefunden, deswegen hatte ich jetzt gerade den, by the way, ein Sunset Ultramel, was war das gerade, was ich auf der Hand habe. Deswegen habe ich den auf die Hand genommen, damit euch einfach, was weiß ich, oder damit ich einfach nicht völlig leer dastehe sozusagen. Wie gesagt, hätte ich euch gern an einem Tier vielleicht gezeigt, kann ich euch leider nicht zeigen, habe ich gerade keins. Zeigt auch, wie
selten sowas vorkommt, dass die Schlange wirklich gebissen wird. Also wir füttern überwiegend lebend und auch bei uns kommt es nicht vor. Genauso, wie gesagt, die Angst von der Maus zur Ratte. Das Risiko bei der Ratte, dass sie die Schlange beißt, ist auch nicht größer wie bei der Maus, beziehungsweise oder dass sie die beißt und die Wunde gefährlicher ist auch nicht größer. Ne? Also von dem her meiner Meinung nach, wenn eine Schlange so 300-400 Gramm hat, würde ich auf Ratten umsteigen und wie gesagt, müsst ihr nicht mehr Angst davor haben. Sollte es trotzdem einmal passieren, so eine kleine Bisswunde, dann macht irgendwas Antiseptisches drauf, gibt jetzt von F10 ein Antiseptikum. Ihr könnt irgendwas an Jod drauf machen, Beta-Isodona drauf machen. Wie gesagt, F10 hat jetzt auch ein Produkt, das ist das, was wir verwenden. Und es gibt jetzt dieses, ich überlege gerade die deutsche Übersetzung, Bakteriensperre-Salbe, ne? Also eine Salbe, die einfach verhindert, dass sich Wunden entzünden bzw. dass sich keine Bakterien bilden in dieser Wunde. Dazu gibt es diese Salbe, die kann man dann hinterher drauf machen. Also als erste Hilfe würde ich Antiseptikum drauf machen und so nach 1-2 Tagen kann man so eine Salbe drauf machen. So eine entzündungshemmende, bakterientötende Salbe gibt es jetzt mittlerweile auch von F10, kann ich euch ans Herz legen. Damit würde ich die kleine Wunde behandeln, ohne jetzt den Tierärzten die Arbeit wegnehmen zu wollen, wenn eine ernste Verletzung vorliegt. Natürlich zum Tierarzt gehen, ganz wichtig. Ne? Nicht denken, ja, der Stefan hat gesagt, macht nichts, ich sprühe selber drauf. Wenn es eine richtig ernsthafte Verletzung wäre. Durch einen normalen Beutebiss, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, kann es eigentlich keine ernsthafte Verletzung geben. Ne? Kommen wir kleiner drauf, wann es eine ernsthafte Verletzung geben kann, zeige ich euch gleich. Ich weiß, dass einige wirklich übervorsichtig sind und es ist so eine kleine, mini blutende Bisswunde, die dann das Bedürfnis haben, ich muss jetzt doch zum Tierarzt oder so. Ihr müsst auch gleich das Wohlbefinden der Schlange im Hinterkopf haben, oder beziehungsweise das ist ja eure Intention, ihr wollt ja, dass der Schlange gut geht. Ihr tut dem Tier mehr Stress an, wenn er jetzt nach dem Füttern anfängt, das Tier jetzt spazieren zu fahren oder von A nach B und guck mal da und mach mal da und so weiter. Ja, die Schlange hat gefressen, die will in Ruhe verdauen und der ist 100-mal lieber, sie kann in Ruhe verdauen. Wie gesagt, kurzer Sprüher Antiseptikum drauf, wie wenn ihr jetzt anfangt, das Tier mit dem Tier hausieren zu gehen. Ne? Deswegen würde ich euch davon abraten, wenn es keine ernsthafte Verletzung ist. Was ernsthafte Verletzungen geben kann und was ich euch hier sogar klein zeigen kann, ne, wenn ihr hier das Schwänzchen anschaut. Beim Füttern ist natürlich wichtig, ihr füttert eure Schlange bevorzugt in der Aktivitätsphase, das heißt am Nachmittagabend oder Spätnachmittagabend oder theoretisch nachts, wenn die Schlange aktiv ist. Was nicht sein darf, der Schlange ein Futtertier reinwerfen und denken, naja, morgen früh gucke ich mal, dann wird es schon gefressen haben. Ne? Wenn man sowas macht oder was passieren kann, ist, dass die Nagetiere die Schlange nicht beißen beim Würgen oder beim normalen Fressen, sondern die Schlange will nicht fressen aus irgendeinem Grund, sei es, dass sie, vielleicht ist sie in der Häutung, vielleicht ist sie in der Paarung, vielleicht ist sie krank, weiß der Herrgott, aus irgendeinem Grund frisst die Schlange nicht. Das Futtertier ist drin, egal, Maus, Ratte, spielt eigentlich keinen Unterschied. Und dann kann es passieren, dass das Nagetier die Schlange annagt. Ne? Dass sie, sei es aus, ja, in der Regel wird es wohl aus Hunger sein, denke ich mir, oder aus, weiß nicht, Neugier, Langeweile, ausprobieren, kann man das fressen, kann man es nicht fressen. Dann kann sowas passieren, was ihr hier seht, so eine Verletzung. Ne? Oder es gibt noch viel, viel schlimmere. Ne? Also es gibt Fotos im Internet, ich möchte euch keine zeigen, müsst ihr selber googeln, wenn ihr wahrscheinlich googelt, Snake bitten oder almost eaten by a rodent oder irgendwie sowas, wenn ihr das mal googelt, da gibt es brutale Bilder, wo wirklich die halbe Schlange von einer Maus oder von einer Ratte abgefressen ist. Wie gesagt, sowas passiert nur, wenn jemand unverantwortlich ist, sein Tier füttert, nicht hinguckt, nicht aufpasst, was passiert, stundenlang was anderes macht, dann kann sowas passieren. Das ist dann natürlich eine ernsthafte Verletzung. Das ist dann auch ein Fall für einen Tierarzt, ne? Wenn da wirklich eine ganz große Fleischwunde ist oder sowas, muss vom Tierarzt versorgt werden. Da hilft auch nicht ein bisschen Desinfektionsmittel sprühen. Aber wie gesagt, das hat mit dem normalen Füttern, Maus oder Ratte gar nichts zu tun, sondern das ist einfach ein
ein Unfall, der aufgrund von unverantwortlichem Handeln passiert ist. Vom Flo kam jetzt wieder die Frage, ja, wieso hast denn du so ein Tier? Also wir passen auf, wir haben das Tier so bekommen und gucken, dass es wieder wird. Wir passen natürlich auf. Das Thema ist ja Bisswunden durch Futtertiere, und ob ihr es glaubt oder nicht. Ich würde fast behaupten, das Risiko bei Heimchen und Grillen ist fast höher wie bei Mäuse und Ratten. Ne? Die meisten Echsen oder gerade diese Wüstenbewohner wie jetzt Bardergamen sind tagaktiv. Die schlafen nachts tief und fest sozusagen. Und wenn ich fütter und im Terrarium noch Heimchen oder Grillen im Terrarium sind, was leicht vorkommt, ne? Es ist in der Regel nicht so, dass meine Echse am Tag wirklich jedes Heimchen, jede Grille im Terrarium erwischt. Deswegen ist oft so, dass da noch was im Terrarium sitzen bleibt an Futterinsekten. Und was da wirklich vorkommen kann, ist, dass diese Futterinsekten auch mangels anderem Futter in dem Terrarium, ne, die sitzen in dem Terrarium drin, haben nichts zu fressen, außer irgend so eine Echse, die da sitzt. Und dann fangen die tatsächlich an der Echse rumzunagen, und die haben ja wirklich scharfe Beißwerkzeuge, können die Haut wirklich aufbrechen, aufbeißen. Und dann sieht man, also ich habe jetzt auch geschaut hier oder habe meine Kollegin gefragt, hey, habt ihr mir irgend so ein Tier, wo das passiert ist? Wir haben zum Glück kein Tier da, wo ich euch zeigen kann. Ja, leider kann ich es euch nicht zeigen, aber ich hoffe, ihr könnt es euch vorstellen. Dann haben die so kleine, in der Regel so kreisrunde Wunden, die da sei es jetzt bei Bardergamen kann es passieren, bei Leopardgeckos kann es passieren, ja eigentlich bei so ziemlich allen Echsen kann es passieren, fressen die Heimchen, Grillen tatsächlich so eine kleine Wunde in das Tier, beziehungsweise wenn ich dann länger nichts mache und das so weitergeht, dann kann das sogar eine ernsthaft größere Wunde werden. Ne? Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Was wir machen, wir tun ins Terrarium immer entweder ein Stück Salat rein oder ein Stück Gurke rein oder ein Stück Obst rein, damit die Heimchen und Grillen was zu fressen haben. Ne? Also einerseits hat das den Vorteil von dem sogenannten Gut-Loading, ne? Also mein Heimchen oder meine Grille frisst den Salat, frisst das Obst und hat es im Bauch sozusagen. Und wenn meine Echse dann das Futtertier frisst indirekt auch das Obst oder den Salat mit, ne, was von der Ernährung her gesund ist. Ne. Also das macht dieses Futter umso gesünder. Ne. Das ist Punkt 1, den Vorteil, den es bietet. Aber der Punkt 2, der echt noch wichtiger ist, dass, wie gesagt, Heimchen, Grillen was zu fressen haben. Also wir machen es zum Beispiel auch bei Leopardgecko, machen wir einen Salat oder ein Obst rein. Ne? Dann sagen manche Leute, ja wieso ist denn bei Leopardgecko, die fressen doch gar keinen Salat oder sowas. Also wie gesagt, dieser Salat ist dann nicht für den Leopardgecko, sondern der ist für die Heimchen und Grillen, damit sowas, wie ich gerade beschrieben habe, nicht passieren kann. Ich bin gespannt auf euer Feedback, eure Reaktionen. Gerne drunter posten, was ihr schon für Erfahrungen gemacht habt mit Bissunfällen, sei es durch Nagetiere, durch Insekten. Bin ich auf eure Reaktion gespannt. Wenn euch die Folge geholfen hat oder gefallen hat, bitte Daumen hoch da lassen. Abonniert habt ihr ja sowieso alle den Channel, wenn nicht, dann jetzt ganz schnell. Ansonsten bleibt mir treu und immer schön aufpassen auf eure Terrarientiere.